Der Football Manager hat ein riesiges Scouting-Netzwerk, das sogar so gut ist, dass teilweise echte Profivereine auf diese Datenbank zugreifen. Auch aus dem Grund, weil der FM oft ein gutes Händchen bei der Einschätzung des Potenzials junger Spieler hat. Zur Feier des Releases des Football Manager 2023 habe ich deswegen einfach mal einen Haufen der größten Talente unter 22 Jahren zu Rot-Weiß Essen geschoben und den FM 20 Jahre simulieren lassen. Also, das hier ist die Mannschaft, so wie ich sie für das erste Spiel in der dritten Liga aufstellen würde. Das liest sich eigentlich schon ziemlich gut, besonders die Offensive ist natürlich der Traum eines jeden Football-Manager- oder FIFA-Karrieremodus-Spielers. Aber auch die Bank und die Reserve ist einfach nur krass. Ich lasse hier einfach mal ein paar der größten Talente durchlaufen. Im Football Manager werden die Attribute übrigens in einer Spanne von 1 bis 20 angegeben und es gibt keine Gesamtstärke so wie in FIFA. Ich habe alle Spieler bis zum Ende unseres Experiments in Essen eingesperrt und die Rot-Weißen zudem mit einer Transfersperre belegt. Das heißt, dass sich an diesem Kader hier nichts ändern wird. Wir schauen uns mal die ersten Spieltage an. Also, die wenigsten von euch wird überraschen, dass Rot-Weiß Essen nach 17 Spielen die dritte Liga anführt. Noch keine Niederlage steht auf dem Konto und Top-Torschütze ist natürlich, Stefan Kutschke. Und daran ändert sich auch bis zum 26. Spieltag nichts. Kutschke ist vorne und Rot-Weiß Essen auch. Wir haben eine sehr schöne Verteilung verschiedenster Torschützen, jeder darf mal ran. Am Ende der Saison steht Bukayo Saka tatsächlich an der Spitze der Torjägerliste, er konnte Stefan Kutschke dann doch noch verdrängen. Essen steigt mit nur einer Niederlage, einem 1:2 gegen Zwickau auf und spielt nächstes Jahr zweitklassig. Die dritte Liga war erwartungsgemäß kein großes Problem, so sieht die Verteilung der Tore und Assists aus. Wir gehen direkt ins nächste Jahr. Ich weiß, dass viele von euch lieber längere Videos sehen wollen, aber ich halte sie bewusst lieber ein wenig kürzer, vor allem weil ich dann nicht so viel Zeit im Schnitt sitze. Ich arbeite nebenbei Vollzeit und außerdem weiß ich auch so ganz gut ankommen. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Kanalmitgliedern bedanken. Macintosh und Florian Langer haben sogar tatsächlich die größte Stufe ausgewählt. Vielen, vielen, vielen Dank an alle. Alle Kanalmitglieder bekommen übrigens natürlich auch heute wieder als kleines Dankeschön Zugriff auf die Spielstanddateien dieses Experiments, um sich die Wonder Kids und deren Entwicklung genauer anzuschauen. Aber auch dem Rest von euch gebührt natürlich mein Dank einfach für das Interesse an meinen Videos, die Likes, Kommentare und Abos. Vielen Dank an alle. In der zweiten Bundesliga ist Rot-Weiß Essen uneingeschränkter Titelkandidat. Das Dreamteam der Medien sagt schon eigentlich alles. 100% Football Manager Wonder Kids. Ich denke, jeder von euch weiß, was passieren wird, deswegen machen wir es kurz. Essen, das Großteil der Saison mit dieser Aufstellung hier gespielt hat, steigt auf. Und das tun sie dieses Mal ungeschlagen. Musiala wird Torschützenkönig. Bester Spieler der Liga ist mit 15 Torvorlagen und einer richtig guten Durchschnittsbewertung Alphonso Davies. So richtig interessant wird's aber erst nächstes Jahr, Bundesliga. Die Essener werden die Saison nicht ungeschlagen durchstehen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Das Dreamteam der Medien ist vor der Saison eher eintönig, wir haben 8-mal Bayern und 3-mal Essen. Die Meisterchancen der Essener werden von den Medien als realistisch eingeschätzt, nur Dortmund, die Bayern und Leipzig haben eine stärkere Mannschaft. Wir schauen uns mal den ersten Spieltag an und hier trifft Essen auf eine theoretisch starke Berliner Mannschaft. Ja, theoretisch. Am Ende trifft Pedri zum ersten, Fatih zum zweiten und Kvaratskhelia zum dritten. Ansage an die Bundesliga. Wir gehen mal Richtung Winterpause. Und Essen führt die Tabelle an. Interessant ist, dass auf der Torschützenliste weit und breit kein Essener zu sehen ist. Der beste Torschütze ist Ansu Fati mit 7 Dingern. Eine ziemliche Teamleistung. Die Bayern konnten übrigens geschlagen werden. Zunächst ein 4:1 in der Liga und dann ein 1:0 im Pokal. Beide Male auswärts. Die Wonder Kids können tatsächlich dieses Jahr schon Meister werden. Damit habe ich ehrlich nicht gerechnet. Und wenn wir mal ans Saisonende schauen, wird der Meistertitel für unsere Supertalente tatsächlich Realität. Nach nur 3 Jahren, ich bin ehrlich, so schnell hätte ich das nicht erwartet, wobei man dazu sagen muss, dass die Bayern dieses Jahr auch eine ziemlich schlechte Saison erwischt haben. Nichtsdestotrotz steht diese Truppe hier an Platz 1 und wird sich nächstes Jahr mit den ganz Großen in der Champions League messen dürfen. Torschützenkönig wurde übrigens Piontek von der Hertha vor Fatih, der auch bester Essener Spieler wurde. An der Mannschaftsausstellung kann man auch ziemlich gut sehen, dass teilweise neue Spieler nachrücken, wie zum Beispiel Patterson, der original bei Everton spielt. Der hat nämlich Frimpong von der Rechtsverteidigerposition verdrängt. Ich weiß ja nicht, ob ihr es schon wusstet, aber ab 2024 wird die Champions League nach neuen Regeln, dem sogenannten Schweizer System, gespielt. Es gibt dann keine Gruppen mehr, sondern eine große 36er Liga. Am Ende kommt es darauf an, wer nach 8 Spielen unter den ersten 8 der Liga steht. Platz 9 bis 24 spielen in einem Playoff die restlichen Achtelfinalplätze aus, von da an gibt es dann eine normale K.O.-Phase. Wir schauen mal, wo die Essener sich nach dieser Ligaphase einsortieren. Essen spielt eine gute Saison und sieht auch gegen die ganz großen Clubs nicht wirklich schlecht aus. Essen wird 21. und qualifiziert sich damit für die Knockouts. Dort treffen sie auf Milan. Im Hinspiel gibt es ein 2:0, im Rückspiel ein 2:2, damit ist Essen weiter. Dann kommt Liverpool. Hinspiel 1:0, Rückspiel 1:2. Elfmeterschießen und Essen setzt sich durch.
Und in der Bundesliga Essen auf 2. Ein Wonderkid steht an der Spitze der Torschützenliste, aber es ist kein Essener, sondern Tell von den Bayern. Er ist mir bei der Erstellung des Essener Kaders ein wenig durch die Lappen gegangen. Krass, wie er sich entwickelt hat. Wir gehen mal wieder zurück in die Champions League. Nachdem Milan und Liverpool ausgeschaltet werden konnten, ist ja wohl Monaco kein Problem für unsere Wonderkids. Leider doch. Das Hinspiel wurde 2:1 verloren. Das Rückspiel konnte dann durch ein Bukayo Saka-Tor gewonnen werden, aber im Elfmeterschießen hat Monaco die Nase vorn. Damit ist Essen für dieses Jahr draußen. Nächstes Jahr werden sie aber erneut teilnehmen, denn Essen wird vor Leipzig und Gladbach Zweiter. Die Bayern holen sich die Schale zurück. Bester Essener Torschütze ist dieses Jahr Kvaratskhelia vor Saka und Pedri. Nächstes Jahr. Und auch dieses Jahr werden die Bayern wieder Meister. In der Champions League geht's für Essen bis ins Halbfinale, dort ist dann gegen Real Madrid Ende. Wieder eine starke Saison, die am Ende sogar mit dem Gewinn des DFB-Pokals gekrönt wurde. Viele der Essener Spieler sind mittlerweile im besten Fußballeralter angekommen. Junge Spieler wie Endrick oder Zaire Emery haben ihren ganz großen Durchbruch aber immer noch vor sich. Wir gehen mal direkt bis 2028. Zunächst der Bundesliga-Check. Die Bayern haben ihre alte Dominanz wieder hergestellt. Da kannst du noch so viele Wunderkinder im Kader haben. Aber die Champions League schauen wir uns dieses Jahr mal genauer an. In der Riesenliga haben die Essen weiterhin Probleme, sie werden aber 20. und qualifizieren sich damit wieder für die Knockouts. Milan wird aus dem Weg geräumt, nächste Runde gegen Gladbach, kein Problem. Viertelfinale und Real Madrid wartet und wird ausgeschaltet. Halbfinale, Liverpool, 2:1 und 2:0 und damit steht Rot-Weiß Essen das erste Mal im Finale der Champions League. Hier geht's gegen Man City und natürlich gegen Erling Haaland. Mit dieser Mannschaft geht Essen rein und es dauert genau 15 Minuten, bis es klingelt. Ederson sieht nicht wirklich gut aus und Endrick vollstreckt. 15 Minuten später wird Fatih geschickt und macht den zweiten. Wieder nur 5 Minuten darauf ist Saka durch und 3:0 Halbzeitstand. Man City kommt in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel, aber in der 72. folgt die Entscheidung. Starker Ball von Fatih auf Endrick und der schnürt den Doppelpack. Haaland macht zwar noch das 1:4, aber Rot-Weiß Essen holt nach nur 6 Jahren tatsächlich die Champions League. Wir gehen mal nach 2042 und schauen uns die Bilanz an. Wie viele Titel konnten die Jungs holen? Antwort 5 in der Bundesliga. Ansonsten haben wir eine klare Bayern-Dominanz, die zum Schluss von Wolfsburg aufgebrochen wird. Und in der Champions League holten die Wonderkids tatsächlich ebenfalls 5 Titel. Bei der Wahl zum Weltfußballer haben wir 2 Vertretungen. 2028, im Jahr des ersten Champions League-Titels, holt Pedri das Ding und 8 Jahre später ist es Endrick. Das war's für dieses Experiment. In diesem Video hier habe ich 5 coole Ideen für euren ersten FM23 Safe zusammengestellt. Vielleicht ist ja was für dich dabei. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.